ViewSonic, the heart of your system. Es geht endlich weiter. Wir sind jetzt beim dritten Teil unseres Tischbauvideos. Wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt die Hauptkomponenten vor uns liegen. Das heißt, wir haben das Asus Maximus 11 Gene und das Asus Maximus 11 Formula vor uns liegen, also für die zwei Systeme im Tisch. Und wir werden heute die Bundles vormontieren. Das heißt, wir werden CPUs montieren, Wasserkühler, RAM kommt drauf und dann habe ich hier noch unsere 1080 Ti. Es ist jetzt tatsächlich die Founders Edition geworden, weil wir leider immer noch nicht den Kühler für die Strix bekommen haben. Da wir aber mit unserem Zeitplan fast im Plan liegen, eigentlich gar nicht, kann es sein, dass wir nächste Woche nochmal eine Bauwoche quasi dranhängen müssen. Und wenn es dann zeitlich reicht, bis dahin müsste der Kühler da sein, dann schaffen wir es vielleicht trotzdem, die 2080 Ti Strix zu verwenden. Wir montieren jetzt trotzdem erstmal den EK-Kühler auf die Founders Edition und sollte der Strix-Kühler rechtzeitig da sein, tauschen wir die Karte dementsprechend einfach aus. Im ersten Video haben wir auch nicht verraten, welche CPUs wir verwenden, aber da wir Z390-Boards verbauen, ist es ja schon ungefähr klar, in welche Richtung es geht. Also benutzen wir auf dem Formula ein 9900K und auf dem Gene ein 9600K. Wie ihr eventuell aus Romans Video zum 9900K wisst, werden diese ab und zu mal etwas heiß. Und um den vorzubeugen, benutzen wir jetzt Romans komplett brandneuen OC-Frame. Genau, Link in der Beschreibung, Hashtag Werbung, nur noch 30 verfügbar, schlagt jetzt zu. Nein. Ihr wisst ja, also wenn das Video hier online ist, dann solltet ihr das Produkt auch schon kennen, sollte ich das eigentlich schon vorgestellt haben. Wir wollen natürlich, dass die CPUs so kalt wie möglich bleiben, deswegen montieren wir bei beiden Systemen die CPUs nackt. Das heißt, also, Nackt? Damit wollte ich nicht sagen, dass wir zwei nackt sind, wenn wir die CPUs montieren, sondern wir montieren die Kühler direkt auf der CPU und dadurch sind die Temperaturen unter Last auch so gut wie möglich. Die CPU von mir, also der 9900K, ist Advanced Edition, kommt von Case King pre-tested, mindestens 5 GHz, das bedeutet, die CPU ist auch schon geköpft, hat Flüssigmetall drunter. Wir müssen hier nur den Heatspatter wieder entfernen, dann können wir die quasi schon einbauen. Der 9600K, den haben wir auch schon geköpft gerade, aber hier ist noch das Lot drauf, das darf Mary gleich abkratzen und dann montieren wir beide CPUs, Kühler. Ich würde sagen, legen wir los. Genau. Das ist jetzt natürlich ein etwas kritischer Part, sowohl für die CPU als auch für die Finger. Also wenn ihr da abrutscht beim Entfernen des Lots bei der CPU, dann ist die CPU natürlich ziemlich schnell defekt. Kritisch ist vor allem, wenn man das, bei der CPU ist es ja schon erledigt, da kann ich euch das kurz zeigen.
wenn man mit der Klinge über diese Ecken fährt, also quasi über diese Ecke schneidet, passiert es relativ schnell, relativ häufig, dass man die Ecke beschädigt von der CPU. Direkt an der Ecke ist nicht unbedingt immer was, also es sind nicht unbedingt immer Schaltkreise, Transistoren drunter, aber die Chance, die CPU zu beschädigen, ist dann relativ hoch. Das heißt, da muss man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. Wir montieren jetzt als erstes die CPUs im Sockel mit dem Direct Dive Frame und montieren danach den Wasserkühler. Das ist ein bisschen einfacher, weil wir ja die Backplate von dem Mainboard hinter dem Sockel haben und die Backplate vom Sockel hält auch gleichzeitig den Direct Dive Frame, weil wir die originalen Schrauben verwenden und dann ist das ein bisschen einfacher. Just admit it. Everything's changed. The city's different now. I keep thinking of my folks. They thought this place was something worth protecting. Was haben Sie getan? Was haben Sie gerade getan? Ich habe ein Mühe gedrückt, damit es ein bisschen rauskommt. Ich würde sagen, ich habe Glück. Wie ist es eigentlich so Flüssigmetall auf dem Mainboard unten? Ist es gut oder muss es so sein? Also soll ich schon mal eine zweite Matte bestellen oder? Ich hasse mich. Was? Ja. Ich habe zum Glück schon alles gesehen. Würden Sie bitte Ihren Unfall filmen? It's the fastest way to get yourself killed. I need to clear her name. I owe her that much. Nachdem ich den OC-Frame montiert habe, werde ich jetzt gleich Flüssigmetall auftragen auf den Chip und dann werde ich den EK Velocity montieren. Everything's changed. They thought this place was something worth protecting.
Wie ihr sehen könnt, beide Bundles sind soweit vorbereitet. Das heißt, wir haben auf dem Formula und auf dem Gene beide CPUs montiert mit dem OC-Frame und haben den CPU-Kühler schon drauf. Jetzt packen wir noch die RAM-Sticks dazu. Also wir haben hier 4 jeweils 8 GB Sticks von Team Group T-Force Excalibur RGB in der Special Edition. Das heißt, wir haben hier oben auf diesem beleuchteten Element hier so ein spezielles Muster drauf. Optisch gesehen passt dieser RAM-Stick einfach extrem gut zu den beiden Bundles, weil der Kühler ist auch beim RAM-Stick hier mit so geschliffenem Aluminium und auch die Farbe vom Farbton her passt extrem gut dazu. Also wir haben bei beiden Mainboard und RAM-Sticks haben wir so schwarz-graue Optik. Sieht einfach sehr, sehr, sehr schön aus.